Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Spitze der Tauchsägen. Wir küren heute die beste Tauchsäge, die es heute auf dem Markt gibt. Und was haben wir hier? Wir haben die Festool TS60 als der große Konkurrent oder der große Sieger aus unserem Test der kabelgebundenen Geräte. Und wir haben hier von Metabo, da muss ich es immer noch mal ablesen, die KT18 LTX 66BL, also die große Tauchsäge von Metabo, und sie war der Gewinner der akkubetriebenen Tauchsäge. Und ich vergleiche diese beiden, weil ihr es euch gewünscht habt. Nämlich wir werden heute das Battle der Giganten machen. Wer ist die beste Tauchsäge auf dem Markt? Das wird heute hier entschieden. Hoffen wir zumindest. Für euch gibt es wie immer natürlich auch etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Alles, was du dazu machen musst, einfach mal unten zu kommentieren, welche findest du am besten. Bevor wir jetzt ins Video reinsteigen, wir haben hier wirklich absolute Legenden, die nagelneue Festool TS60. Die ist noch nicht so lange auf dem Markt und ist der Nachfolger der TS55, die eine Ultra-Legende ist. Und die Säge ist richtig, richtig gut, denn diese Säge hat sich gegen alle kabelgebundenen Tauchsägen durchgesetzt in unserem Test als eines der absoluten Spitzenmodelle. Genauso ist hier bei Metabo relativ neu auf dem Markt, Metabo hier allgemein auf dem Markt relativ neu bei diesen Geräten. Übrigens, das ist meine eigene Säge. Sieht man hier auch an den Augen. Wir haben die aber, glaube ich, 3 oder 4 Mal inzwischen, weil wir sie so häufig an so vielen Orten brauchen. Das hier der absolute unangefochtene Sieger, aus meiner Sicht auf jeden Fall in unseren Videos bis jetzt, zum Thema akkugebundene oder akkubetriebene Säge. Zu beiden Geräten haben wir, oder zu beiden Gerätenklassen haben wir natürlich jeweils ein Video gemacht. Beide Videos verlinke ich dir dort mal hier oben, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung, damit du auf jeden Fall dir das auch noch mal anschauen kannst und auch anschauen kannst, wie sind wir eigentlich dahin gekommen. Und die du im Auge hast, warum ist das nicht die hier gerade auf dem Tisch steht? Denn alle anderen sind nicht schlechte Geräte, sondern wir haben ja Punkte vergeben und anhand der Punkte war es einfach so, dass die beiden hier gewonnen haben. Und es war teilweise auch ein bisschen knapp, aber sie haben nun mal gewonnen. Und viele von euch haben mich gefragt, warum teste ich die denn nicht gegeneinander? Warum denn ist denn die Metabo nicht dabei gewesen, dass ich die hier getestet habe? Ganz einfach, weil sie haben ja einen großen, signifikanten Unterschied. Und zwar ist das hier ein Gerät mit 230 Volt. Ja, hier hinten kommt ja das Stromkabel rein. Und wir haben hier ein 18 Volt Akkugerät. Hier sehen wir es. Der Akku ist dort hinten. Ich zeige es euch mal. Ja, hier das Ganze mit Akku. Und das ist natürlich der Grund gewesen, warum ich die noch nie verglichen habe, weil sie jeweils in ihrem Bereich natürlich dort alleine standen, beziehungsweise die andere nicht reinpasste. So, natürlich haben wir hier gegenüber übrigens die TSC 55 getestet von Festool, also die akkubetriebene. Aber das ist ja die 55, nicht die 60, die gibt es ja noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob die schon, ich glaube, die ist noch nicht mal angekündigt oder die überhaupt kommt. Wer weiß das schon? Ja, werden wir sehen. Dann werden die Würfel neu gewürfelt. Und wir werden heute aber wir werden nicht würfeln, sondern wir werden nach meiner Sicht objektiv entscheiden anhand von Punkten, welches die bessere Säge ist. Und deswegen werden wir heute die ganze Zeit Punkte vergeben. Hier oben werdet ihr Punkte sehen, also ich vergebe das mit euch zusammen, wir gehen in einzelne Kategorien durch und dann seht ihr oben die anhand der Punkte, wo stehen wir denn gerade? Ja, und am Ende gibt es Fazit und hoffentlich einen eindeutigen Gewinner. Wir werden es sehen. Wir fangen bei der ersten Sache an, wo wir auch schon theoretisch einen Punkt vergeben könnten. Das ist das Thema Preis. Der Preis der beiden Geräte, ich habe es extra mir nochmal aufgeschrieben, ist, da kommt es ein bisschen drauf an. Nämlich hier bei der TS60, Festool Tauchsäge 60, da ist es so, wir haben einen Preis von rund 600 €. Also einen Straßenpreis von rund 600 €. Irgendwo zwischen 580, 600 €. Hier bei Metabo ist es so, hier bekommst du das Gerät, so wie es hier ist, plus 2 Akkus, 2 5 Ampere-Stunden Akkus, schon so im Bereich zwischen 600 und 650 €. Das heißt, voll betriebsbereit, sehr ähnlicher Preis. Jetzt könnte man theoretisch der Festool einen Preis geben, mache ich aber nicht, weil es ist ja ein bisschen günstiger, weil die Metabo bekommst du natürlich deutlich günstiger ohne Akkus. Wenn du schon im Metabo-System unterwegs bist, bekommst du die im Bereich, ich glaube um die 400 €, ich glaube sogar noch günstiger, solo zu kaufen. Ja, und dann, ja, selbst wenn es 500 € sind, ist der Preis wieder, deswegen würde ich sagen, beide bekommen einen Punkt. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Stromversorgung. Das ist ja auch eines der Hauptthemen, die die beiden Geräte unterscheiden. Wir haben ja hier einen Akku,
Ja, hier dabei. Und hier haben wir keinen Akku, sondern hier haben wir eine externe Stromversorgung, also ein Kabel. Viele denken mal, wo kommt das eigentlich hin? Ja, die Festool nicht kennen. Das Ganze stecke ich hinten rein und drehe es einmal und dann habe ich hier mein Kabel, meine Stromversorgung. Und lass uns mal ganz kurz über das Thema Stromversorgung sprechen, beziehungsweise Sinnhaftigkeit einer Akkutauchsäge oder. Also, denn ich vergebe in diesem Moment, und ich erkläre es auch gleich warum, ich vergebe der Festool ganz klar einen Punkt hier oben, aber ich vergebe der Metabo auch einen Punkt. Die sind immer noch, also punktgleich. Aber warum? Weil du dich entscheiden musst. Du musst dich entscheiden, eher Akku oder eher Kabel. Es gibt die Fraktionen, die sagen, ganz klar, ich mache das Ganze hier mit einem Kabel, weil ich brauche ja einen Sauger. Dann habe ich also ergo trotzdem hier irgendwie ein Kabel hinten dran, einen Schlauch hinten dran, dann tut es das Kabel auch, ist mir egal. Okay, kann ich verstehen. Dann gibt es aber auch die andere Fraktion, zu der ich persönlich gehöre, die sagt, und ich liebe dieses Gerät, wirklich, aber der sagt, nee, ein Akkugerät finde ich mega gut, weil zwei Gründe. Nummer eins, du hast einen Akkusauger und bist komplett autark. Ja, du kannst dann wirklich machen, was du willst und musst auch den Sauger nicht nochmal irgendwo reinstecken, sondern du hast halt zwei Akkugeräte und kommst damit wirklich überall hin, kannst überall arbeiten. Also da auch, wo du gar keinen Strom hast oder aus Bequemlichkeitsgründen das einfach mal weglassen möchtest. Nummer zwei, ein Kabel weniger ist ein Kabel weniger, was stört. Das ist ganz klar so. Und deswegen arbeite ich, habe lange mit mir gehadert, ob ich doch das hier lieber mag, also mit Kabel und Schlauch oder nur mit Schlauch. Und für mich ist die ganz klare Aussage, ich mag es wirklich noch autarker und deswegen bevorzuge ich Akku. Aber beide bekommen einen Punkt, weil beide, ja, da müsst ihr euch entscheiden. Nächstes Thema, der Klassiker, die Führungsschiene. Ja? Wer hat hier die Nase vorn? Keiner, denn beide laufen quasi auf derselben Führungsschiene. Du kannst jetzt hier zum Beispiel auch die Metabo nehmen, auf die Festool-Schiene fahren lassen. Du kannst aber auch die Festool nehmen, hier auf der Metabo-Schiene laufen lassen, ist überhaupt kein Problem. Du kannst aber auch nutzen die Makita-Schiene oder auch die Schiene von Milwaukee. Alles derselbe Schienentyp. Das heißt also, die Geräte bekommen dafür erstmal beide wieder einen Punkt. Führungsschienen ist ja easy, aber was ist mit Kappschienen? Wer das Thema Kappschienen wie das hier nicht kennt, der schaut sich bitte mal das Video an, was ich da oben verlinkt habe. Ich habe es schon mal ein, zwei Mal getestet. Wenn du einmal mit einer Kappschiene gearbeitet hast, willst du immer mit einer Kappschiene arbeiten. So, jetzt die Frage, wie kompatibel sind sie denn eigentlich? Kann diese Säge überhaupt auf der Kappschiene laufen? Schauen wir mal. Es funktioniert. Das heißt, die TS60 läuft auf der Festool-Kappschiene, überhaupt kein Problem, funktioniert. Toll. Zur Sicherheit, weil viele es sonst fragen, läuft sie auf der Schiene von Metabo? Nee. Ja. Auf der Metabo-Schiene läuft sie nicht, das geht nicht. Jetzt haben wir das gleiche mit Metabo und da schauen wir mal, hier die Metabo-Schiene, Führungsschiene, also die Metabo-Kapp-Schiene, die wir haben und die Säge und wir sehen, es geht nicht, also in der Mitte fehlt, ja, also wir haben hier einfach folgendes Problem, diese Führung, die wir hier in der Mitte haben, ja, da passt das nicht drauf, dafür brauchen wir eine andere Säge von Metabo. Das heißt, die Kappschiene und die Tauchsäge von Metabo passen nicht zusammen. Das ist bei Festool hier aber auch erstmalig so. Vorher war es so, dass hier nur die HK55 drauf passte, aber Festool hat sich gesagt, ha, unsere TS60 soll trotzdem so multifunktional sein, wie es irgendwie geht. Deswegen geht's hier. Ergo ganz klar ein Punkt für Festool, kein Punkt für Metabo. Nächstes Thema, der 45 Grad Wackeltest. Warum mache ich das eigentlich? Bei den sehr günstigen Geräten haben wir gesehen, dass wir ein riesen Spiel hatten. Das können wir vielleicht noch mal ganz kurz hier einblenden bei den anderen Geräten. Und da haben wir gesagt, okay, natürlich müssen wir auch unsere hochwertigen Geräte testen. Und wir haben es damals ja schon gemacht. Wir zeigen es jetzt noch mal. Wir nehmen das Gerät eigentlich mal auf 45 Grad, stellen es fest. So, auch hier. Und dann gucken wir mal, wie stabil ist das Gerät denn eigentlich oder wackelt das denn eigentlich hin und her? Und wir sehen nichts, wir können es nicht bewegen, es ist wirklich sehr stabil. Also wenn wir das sehen, dann ist es, dass der Tisch wackelt. Also hier kein Problem. Schauen wir jetzt mal hier bei Festool. So, auf 45 Grad, eingestellt, eingestellt. Und auch hier sehen wir absolut massiv, beide ein Punkt.
Und wo wir gerade beim Winkel waren, wie gut lassen sich denn eigentlich im Winkel verstellen? Bei beiden muss ich hier das Ganze auf hinten und vorne losdrehen. Bei beiden ist es so, ich kann es dann verstellen. Aber wie gut kann ich das dann auf vielleicht 0 Grad oder minus 1 Grad besser gesagt oder auf 47 Grad verstellen? Bei Festool habe ich hier einen Knopf und kann dann weiter im Winkel. Hier für 1 Grad kann ich auch hier einen Hebel drücken. Ja. Kann es einfach einstellen, super. Bei Metabo ist es aber ehrlicherweise, muss man sagen, auch sehr gut. Ich habe hier einen Knopf, da kann ich drauf drücken, damit es mehr als 45 Grad werden. Oder ich kann denselben Knopf auch nehmen, damit es mehr oder minus 1 Grad ergibt. Muss ich sagen, haben beide super gelöst, kann man nicht sagen, kriegen beide einen Punkt. Der Klassiker ist bei uns auch das Thema Ergonomie. Wie ergonomisch ist die Benutzung des Geräts im Allgemeinen? Und hier muss man leider wirklich sagen, beide nehmen sich dort nichts. Es ist so, dass beide irgendwo bei gefühlten 90–95% der Ergonomie sind. Immer ein bisschen was kann man vielleicht immer noch machen. Die neue Festool ist schon echt gut. Aber von der Ergonomie ist es so, wir nehmen das Gerät, können damit arbeiten. Auf Feinheiten gehen wir gleich nochmal ein, auf bestimmte Dinge. Aber das ist ergonomisch richtig cool. Aber auch die Metabo, die nimmt sich da nichts. Es gibt 2 Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, stört einen das oder stört einen das nicht. Nummer 1 ist es so, wenn ich hier arbeite, ist es bei mir so, dass der kleine Finger ganz leicht hier unten ansitzt. Ob das jetzt störend ist oder nicht, ich selbst arbeite mit der Maschine ja dauernd, es stört mich nicht, aber es fällt mir manchmal auf. Eine Kleinigkeit hätten wir dann auch noch, und zwar hinten beim Schlauch ist bei Metabo so, dass wir das einfach natürlich rausnehmen können. Wir können es aber auch irgendwo einstellen, feststellen und dann ist das hier auch fest. Ja? Bei Festool ist es so, dass das hier stufenlos verstellbar ist. Das finde ich irgendwie doof, weil im Zweifel drückt sich das irgendwo anders hin. Und dann ist es nicht mehr da, wo ich es hinhaben will. Also da mag ich das ja eigentlich lieber, dass ich sagen kann, feste Position. Deswegen sind nur Kleinigkeiten, aber bringt nichts, beide wieder einen Punkt. Der nächste Punkt wurde speziell für mich quasi eingeführt, und zwar das Thema Feinjustierung. Hier ist es so, dass wir riesen Diskussionen im Team hatten. Warum? Erstmal, es gibt eine Menge Tauchsägen, die haben gar keine Feinjustierung. Da ist es so, dass du im Millimeterabstand das hier einstellen kannst und sagst einfach, ist so. Ja? Es gibt aber auch viele, wie ich zum Beispiel, die sagen, naja, ich möchte schon noch gerne mal einen halben Millimeter nach unten oben stellen und das ein bisschen feiner justieren. Dafür gibt es zum Beispiel an diesen beiden, und viele andere haben das gar nicht, eine Feinjustierung. Hier bei Metabo ist es so, und da kommt auch unser Disput her, nämlich bei Metabo haben wir hier oben eine Feinjustierung. Ja, da können wir einfach hier mit dem Daumen rein und raus drehen. Und das ist super simpel, super einfach genau an der Stelle. Und wenn du jetzt mit dem Gerät arbeitest, hast du die Hand hier, machst schnell, bisschen mehr, bisschen weniger. Finde ich richtig genial gelöst. Manch einer könnte jetzt sagen, ist vielleicht zu weich, aber es verstellt sich von selbst nie. Das ist Nummer 1. Und ich mag das System lieber als das von Festool, obwohl ich das eigentlich gewohnt bin. Denn hier ist es so, wir haben hier hinten ein Rad, das ich jetzt hier mit dem Daumen verstellen kann. Hoch und runter. So, aber was ich nicht mag ist, ich arbeite jetzt hier und ich möchte jetzt schnell noch mal einen Millimeter runter. Dann greife ich hier unten und da ist das so, das ist nicht so ergonomisch. Und es ist auch mehr Widerstand, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das geht immer noch gut, aber irgendwie, ich mag das nicht so. Hier bei uns im Haus gibt es aber einige, die sagen, ich finde das doof und ich finde das viel besser. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, beide haben eine, bei beiden ist es gut funktional. Es gibt für beides Fans, also wieder beide einen Punkt. Und falls du dich mit solchen Sägen nicht auskennst, warum eigentlich Feineinstellung? Du stellst ja hier nur die Tiefe ein, wie tief dein Sägeblatt jeweils hier ausfahren kann. Ja? Das sagst du hier an der Stelle, ein bisschen tiefer. Wenn du aber sagst, naja, ich möchte vielleicht einen halben Millimeter mehr oder weniger haben, dann nimmst du die Feinstellung. Das Ganze schlägt dann hier unten auf dem Stück Kunststoff, und dadurch kann es nicht tiefer. Aber wenn wir jetzt hier ein bisschen rumdrehen, geht es ein bisschen mehr, ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr raus. Und dafür ist das Ganze da. Können beide, funktioniert alles, kein Problem. Ich mag das einfach nur lieber. Etwas, was du aber gerade gesehen hast, ist etwas, was beide nicht haben, nämlich eine sogenannte Vorritzfunktion. Verzichten beide Hersteller drauf und sagen, nö, gibt es ja bei vielen. Bei Maffe gibt es sowas, es gibt das, glaube ich, auf jeden Fall auch bei Makita, gibt es, glaube ich, auch bei Milwaukee, aber bei den beiden Geräten gibt es das nicht. Eine Vorritzfunktion würde ja bedeuten, dass ich zum Beispiel das Sägeblatt hier nur ein ganz kleines bisschen ausfahre, vorritze
aus welchem Grund, damit zum Beispiel furniertes Material gar keine Chance hat auszureißen. Teilweise säge ich nur 1-2 mm überhaupt ins Material rein, gehe dann durch und dann kommt die Tiefe und dann ist gut. Ich sage, ist die Frage, ob man es wirklich braucht, weil ich kann es ja einstellen auf die Tiefe, die ich haben möchte, kann es vorritzen und kann dann die tiefere Tiefe nehmen und kann natürlich auch das zweite Mal einstellen, also durchgehen. Also ergo, eine Vorritzfunktion ist etwas, wo ich sage, das ist ein Luxus, wenn es da ist. Wenn es nicht da ist, ist aber aus meiner Sicht auch kein Problem. Kommen wir zu einem neuralgischen Thema, das Sägeblatt bzw. das Sägeblattwechsel. Wie gut geht das eigentlich oder wie schlecht geht das eigentlich? Kann einer von beiden besonders gut. Wie mache ich das bei Festool? Ich ziehe das hoch, drücke hier drauf, es ist eingerastet. Ich kann das Ganze hier hinlegen, kann jetzt den Schlüssel nehmen, der ist hier oben auch eingearbeitet. Nehme jetzt, ja, es liegt hier perfekt plan auf, nehme meinen Schlüssel und tue es rum und jetzt kann ich das Sägeblatt wechseln. Ja? Überhaupt kein Problem, funktioniert. Das Sägeblatt ist übrigens automatisch arretiert. Ja? Auch das ist da, funktioniert einfach. Top. Lösen kann ich einfach hier so und dann geht es auch schon weiter. Ja? War ein bisschen lauter, aber funktioniert. Der Schlüssel steckt eben auch hier. Kann das Metabo jetzt schlechter? Gucken wir mal. Auch hier habe ich den Schlüssel unten dran. Kann das Ganze hier einstellen auf Sägeblattwechsel. Hier ein Hebel, runter. Ist auch jetzt arretiert. Ich lege es auf die Seite. Auch hier, das Sägeblatt ist auch arretiert. Automatisch muss nichts weiter machen, außer Schlüssel rein und los geht's. Mega einfach, mega simpel, ergo wieder für beide ein Punkt. Das nächste mache ich nur zur Vollständigkeit, weil wir haben es in den anderen beiden Videos ausführlich mal behandelt. Aber nur, dass ihr es wisst, manche Sägen machen das eben nicht und nicht gut oder manche machen es überhaupt nicht. Nämlich schwenken um diese Stelle hier. Ja, denn wir haben Folgendes, wir haben ja normalerweise den 90-Grad-Schnitt. Ja, das ist der Schnitt, den wir hier haben. So, das ist genau 90 Grad von euch. Einfach gerade runter. Ergo, wir setzen es hier auf, haben hier die Schiene, die wir haben und sägen genau an der Schiene entlang. Soweit, so gut. Aber beim 45-Grad-Schnitt legen wir das Ganze jetzt zur Seite und Moment, beim 45-Grad-Schnitt legen wir das Ganze zur Seite. Und wenn wir jetzt nicht direkt an der Schiene sägen würden, nämlich genau perfekt unten an der Schiene entlang, ja, dann würde Folgendes passieren. Also wir können jetzt ja hier entsprechend entlang sägen. Es gibt Sägen, die sägen nicht direkt an der Schiene, sondern die sägen so einen Zentimeter daneben dann, weil wir haben es ja verstellt. Es gibt Sägen, die sägen dann in den Gummi rein und so weiter und so fort. Ja, also da gibt es die wildesten Sachen. Da schaut euch mal am besten die anderen Videos an, was die anderen da alle so gemacht haben. Metabo und Festool machen es beide perfekt. Kommen wir zum nächsten Thema, das Thema Paradedisziplin von beiden Sägen. Wir werden jetzt mal Folgendes uns anschauen, und zwar die Schnitttiefe. Wie hoch ist die Schnitttiefe eigentlich, sowohl mit Schiene als auch ohne Schiene? Wir testen das mal. Lass uns die Ergebnisse mal nachmessen. Erstmal auf 0, das würde ich 0 haben. Dann schauen wir mal. Das hier ist Festool mit Führungsschiene. Ja, Festool mit Führungsschiene sind wir bei einer Tiefe von ganz knapp, seht ihr hier, 60 mm. Bei Metabo mit Führungsschiene sind wir bei ganz knapp 61 mm. Also 1 mm mehr schafft Metabo. Bei der Tiefe ohne Führungsschiene sind wir bei Festool hier bei fast 65 mm, 64,7. Und bei Metabo sind wir bei das sind fast 67 mm. Wir sehen hier also ein ganz klares Ergebnis. Metabo hat hier auf jeden Fall die Nase vor und deswegen Punkt für Metabo. Aber wir sehen auch ganz klar, dass die Festool TS60 irre tief schneidet, sowohl mit Schiene als auch ohne Schiene. Und ich muss sagen, eigentlich sollte das immer reichen, aber trotzdem hat er ein bisschen mehr geschafft, also einen Punkt mehr. Aber krass, was heutzutage so geht.
Jetzt machen wir Folgendes, und zwar machen wir einen Test, wie viel Kraft hat das Gerät eigentlich. Und deswegen werde ich Folgendes nehmen. Ich habe hier eine Buchenplatte, 4 cm stark, und die werde ich hier einfach mal abschneiden und mal schauen, wie gut das Ganze geht. Dafür ist natürlich wichtig, dass wir ein passendes Blatt haben, nämlich ein Blatt für Längsschnitte. Damit das fair ist, haben wir uns vorher gedacht, wir machen mal Folgendes. Beide bekommen exakt das gleiche Blatt. Ich nehme hier ein Panther-Blatt von Festool. Ich hätte auch das von Metabo nehmen können, das hatte ich aber gerade sogar gar nicht da. Ist aber egal, ich möchte wissen, wie viel Kraft haben die Geräte. Deswegen gleiches Blatt, schnell gewechselt, und dann bin ich mal super gespannt, welche der beiden Sägen sich stärker anfühlt. Und auch wie das Schnittergebnis ist. Mal gucken. Wir haben gesehen, Längsschnitt durch überhaupt kein Problem. Was man hier an dem Schnitt sehr gut sieht, wir haben einen super sauberen, super angenehmen Schritt. Ich würde sagen, sehr gutes Ergebnis. Mal schauen, wie es bei Festool aussieht. Jetzt mit Festool, gleiches Blatt, gleicher Test. Wir sehen hier ein super Schnittergebnis, aber was wir noch mehr gesehen haben, war Folgendes, und zwar die pure, brutale Kraft dieser Maschine. Also man muss schon sagen, brutale Kraft. Wir haben hier schon eine andere Dimension, als es die Metabo uns gibt, und das ist aber auch logisch. Denn bei der hier ist es ganz klar so, wir haben hier einen Brushless-Motor, hier im Brushless-Motor kein Thema, aber bei dem Gerät ist es einfach so, wir haben hier 18 Volt und natürlich nicht unendliche Mengen an Energie. Hier haben wir wirklich ein kabelgebundenes Gerät mit einem Brushless-Motor, was super selten ist, weil eben Brushless-Motoren in der Größe und der Güteklasse auch ein bisschen Geld kosten. Was wir aber haben, ist hier, wir haben hier eine Eingangsleistung von 1500 Watt Brushless-Motor mit einer sehr hohen Effizienz und das auch mehr Leistung als zum Beispiel TS55 hatte, ohne Brushless-Motor. Und somit haben wir hier wirklich ein Mehr an Leistung von irgendwo zwischen 50 und 80%, hatte ich glaube ich irgendwo mal ausgerechnet, und das spürt ihr auch. Ihr spürt ganz klar, wie die Maschine hier durchrennt. Das ist wirklich brutal, brutal stark. Deswegen klarer Punkt an Festool. Nächstes Thema, Absaugung. Wer von beiden hat denn beim Thema Absaugung die Nase vorn? Hier ist es so, dass wir beide Maschinen, auch die TS60, schon häufig und viel benutzt haben, die Metabo auch. Auch hier habt ihr es eben gesehen. Es wird von beiden Sägen wirklich wunderbar abgesaugt. Beide bekommen da ganz klar einen Punkt. Wir haben ja über das Thema Absaugergebnis gesprochen. Ich möchte mit euch aber über die Absaugung an sich auch kurz sprechen. Nämlich, wie funktioniert es überhaupt, dass der Sauger angeht oder ausgeht? Denn können die beiden das überhaupt gleich? Hier bei Festool ist es ganz einfach. Ich habe hier ein Kabel. Dieses Kabel steckt im Sauger hier hinten drin. Hier seht ihr das auch. Steckt da drin, und dadurch ist es so, dass er einen Impuls bekommt, geht an, läuft, alles kein Problem. Wenn ich hier keine Energie mehr abnehme, dann merkt er das auch, fährt runter und fertig. Also an, aus, je nachdem wie du mit dem Gerät arbeitest, kein Ding. Aber hier bei Metabo geht das genauso. So, nämlich hier ist es so, da gibt es auch die verschiedensten Systeme. Bei Festool gibt es auch noch so ein System, dass der Akku, hier ist keiner drin, mit dem Sauger kommuniziert und so weiter und so fort. Bei Metabo hat man sich gesagt, ach, warum so kompliziert? Was soll denn das alles? Wir machen das viel einfacher, nämlich wir machen das hier über den Sauger selber. Das hier ist ja der Sauger. Ja? Und der hat hier an seinem Rüssel, sage ich jetzt mal, also seinem Schnorchel, was auch immer, so einen Knopf. Das heißt, ich kann hier mit dem Sauger starten. Ja. Ich kann damit den Sauger starten. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich stecke das einfach hier rein, und dieses Gerät merkt durch die Vibration der Säge, dass der Sauger angehen soll, und geht auch automatisch wieder aus, wenn der Sauger ausgehen soll. Ich zeige euch das mal. Ja, mit Nachlaufeffekten, allem drum und dran, funktioniert eben genauso. Deswegen bekommen beide für mich einen Punkt, nämlich weil der Systemgedanke an sich funktioniert. Kommen wir zu einem interessanten Thema, das Thema Spaltkeil. Relativ simpel, beide oben keinen Punkt, weil wir haben hier keinen Spaltkeil. Auch bei Festool haben wir keinen Spaltkeil hier hinten, da ist nichts, sondern da ist hinten hier nur so ein kleiner Sensor, der hier. Ja, der ist aber für was anderes da. Nämlich der ist für Kickback Control.
Der ist also dafür da, dass das Gerät nicht zurückspringt, wenn du zum Beispiel zu stark eintauchst. Ja, wir tauchen jetzt hier ins Material ein und dann springt das Gerät zurück. Das kann natürlich sein. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir hier einfach viel zu stark eintauchen, und ich zeige das mit dir auf zwei verschiedene Arten. Nummer 1, ich halte das Gerät beim ersten Mal nur mit 2 Fingern hier so ein bisschen fest und zeige euch wirklich, wie viel passiert, wenn ich einfach nur irgendwie so ein bisschen, also minimal festhalte. Beim zweiten Mal habe ich nur eine Hand ganz einfach dran, aber ich bin ja auch nicht Hulk Hogan, sondern ich nehme es einfach, tauche es ein und ihr seht, was passiert. Du hast gesehen, das Gerät taucht ein, sofort bleibt es stehen und ich habe keinen Kickback gehabt. Es geht nicht zurück und ich habe das Gerät unter Kontrolle gehabt. Es ist so ein bisschen hochgesprungen und das war's. Steckt noch im Holz drin. Das Wichtige ist wohl nicht, eigentlich egal, aber so, kann ich hier rausziehen und kein Problem. Übrigens, Festool sagt, ist kein Problem für die Welle. Nehmen wir mal so hin. Jetzt zeige ich noch mal, was passiert, wenn ich das Gerät dabei zumindest mit einer Hand richtig festhalte. Also so normal festhalte, als wenn ich es führen würde. Jetzt haben wir gesehen, fast gar keine Aufwärtsbewegung mehr. Also schon wenn ich Folgendes mache, es mit einer Hand halbwegs festhalte, passiert da gar nichts mehr. Mega Thema. Wenn ich hier nochmal festhalte, auch keine Chance. Festool selbst gibt an, dass wenn das Gerät zurückspringen sollte, dass dann es ja abhebt und dann dieser Sensor auch das merkt. Ja, der Sensor, der eben hier rausgeguckt hat. Ja, ich zeige es nochmal. Hier hinten ist er, der kleine Metallschnüffel, der da rauskommt. Und wenn der abhebt, dass die Säge dann auch zum Stehen kommt. Ich konnte das unter keinen Umständen irgendwie nachvollziehen. Ich bin wohl nicht schnell genug beim Wegziehen. Aber beim Reintauchen habt ihr gesehen, funktioniert und macht einen guten Job. Aber wie macht das eigentlich mit Metabo? Viele von euch werden jetzt bestimmt irgendwie die Nackenhaare kräuseln, wenn ich das so mache. Aber bitte, ihr macht das nicht nach. Ihr führt eure Säge bitte immer ordentlich und ihr hackt auch nicht ins Material rein. Das ist ein Test extra für euch, damit ihr seht, wie ist denn das eigentlich. Auch hier wieder, ich halte es nur wenig, wie es irgendwie geht, fest und hacke auch ins Material rein und gucke mal, wie sich die Metabo verhält. Also du hast gesehen, sie kam ein bisschen hoch, ist aber auch sofort gestoppt. Wir machen dasselbe nochmal mit, ich kontrolliere es wirklich zumindest mit einer Hand. Du hast gesehen bei dem Metabo, beim ersten Mal, wo ich es fast gar nicht festgehalten habe, ist es ein Stück hochgekommen. Hier eigentlich fast gar nicht, ähnlich der Festool. Ja, was machen wir jetzt? Offiziell haben wir ja theoretisch gar keinen Kickback-Control, aber wir haben hier einen Überlastschutz. Wahrscheinlich für die Elektronik, Akku, was auch immer. Das geht auch aus. Ja? Was das Gerät wahrscheinlich vielleicht nicht macht, ist, dass es beim Rückschlag, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Ja? Was wir da dann machen, ich weiß es schlichtweg nicht. Aus den Erfahrungen, die wir hier sehen, würde ich erstmal beiden einen Punkt geben. Zum Thema Kickback möchte ich euch noch eine Sache mitgeben, und zwar ist es so, dass ihr so eine Säge bitte als allererstes zweihändig führt. Das heißt, ihr habt eine Hand hier, eine Hand da. Solltet ihr diese Hand aus irgendeinem Grund nicht dort haben, habt ihr sie niemals hinterm Sägeblatt. Nein! Ja, ihr macht doch nicht so, sondern ihr habt das immer außerhalb, eigentlich sollt ihr das auch nicht machen. Ja? Also habt bitte eure Hand hier, arbeitet damit, dann habt ihr erstmal für eure Hände kein Problem. Sollte es aufgrund, dass das Holz sich doch zusammenzieht, ja, zu einem Kickback kommen, habt erstmal davor keine Angst und habt aber Respekt davor. Nämlich, was passiert, wenn sowas passiert? Dann wird die Säge etwas nach hinten gezogen. Im Zweifel passiert auch Folgendes, und ich nehme euch jetzt mal mit. Wir haben vorhin nämlich getestet, ausführlich getestet. Im Zweifel passiert sowas, nämlich die geht hier rein in die Schiene. Ja, das kann schon mal passieren, aber was passiert dann? Nichts. Also erstmal euch passiert dann in dem Moment nichts, also sollte da nichts passieren. Ob die Schiene hin ist, ist egal. Ob die Maschine hin ist egal. Euch soll nichts passieren. Haltet einfach die Maschine fest und dann ist auch alles in Ordnung. Kickback ist etwas, was, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Maschinen so überbewertet ist. Habt einfach Erfahrung mit der Maschine, habt es unter Kontrolle, ihr kriegt das alles hin. Wir werden aber trotzdem eine Sache machen. Ja, wir haben jetzt den einen Punkt vergeben für beide Maschinen. Weil es aber theoretisch einen technischen Unterschied gibt, werden wir Folgendes machen. Wir werden dann nochmal nachfassen. Wir gehen bei allen Herstellern nochmal hinterher und versuchen mal den Test, also den Kickback-Test nochmal irgendwie nachzustellen. Vor allem erstmal mit der Festool und dann auch mit anderen Geräten, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Ja, bleibt einfach dran, wir fassen nach.
Letztes Thema, das Thema randnahes Sägen. Für viele eine sehr wichtige Sache, deswegen machen wir Folgendes. Wir haben hier theoretisch eine Wand, hier ein Stück Holz. Nehmen jetzt die Säge, packen sie so dicht, wie es irgendwie geht, hier ran. So. Und sägen einfach mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Aber nicht so tief, nur ein bisschen sein, ja. Mit Absaugen ist besser. Jetzt ist gleich nochmal mit Festool. Viel knapper hätte es gar nicht ausgehen können. Das hier ist Metabo und wir sehen, wir haben hier eine ja, das ist kaum messbar, hier 13,3, 13,4 mm. Das hier ist Festool. Hier haben wir 14,5. Ja, also in Summe ist das hier ein so minimaler Unterschied. Ja, vielleicht nach 1 mm Unterschied. Wir haben jetzt gesehen, 13, noch was zu 14, noch was, also etwa 1 mm Unterschied. Und was soll ich euch sagen? Da gebe ich für beiden einen Punkt. Weil das ist so ein kleiner Unterschied. Natürlich hätte ich jetzt sagen können, Metabo bekommt einen Punkt. Aber dann wären bestimmt einige gekommen und hätten gesagt, das ist doch Klauberei hier, so einen halben, dreiviertel, ganzen Millimeter. Was ist denn das für ein großer Unterschied? Und deswegen sagen wir auch wirklich in dem Fall, das ist echt in beiden Fällen echt nah dran und so dicht beieinander lassen wir es sein. Also ein Punkt wieder für beide. Und bevor wir jetzt zum Endergebnis kommen und ganz kurz, was ist jetzt doch die beste Säge, weil die Punkte, sagen sie wieder doch nicht. Hier überblende ich euch mal ganz kurz mal die technischen Daten. Ihr habt jetzt mal alles auf einen Blick und könnt euch noch mal ganz kurz in Ruhe angucken, was der Sache ist. Und das war es auch schon mit der Ruhe. Wenn ihr die Daten etwas länger sehen wollt, dann geht, hier oben verlinke ich das auch, oder geht auf gotools.de zum Werkzeugvergleich. Da könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken und könnt dann vor allem auch mal abstimmen, was ist eure Säge. Und ich sage euch eins, bitte schreibt mal jetzt unten in die Kommentare, was ist eure Lieblingssäge, was ist euer Favorit rein. Würde mich super interessieren. Und bei welchen Themen hättet ihr vielleicht auch die Punkte anders vergeben? Das würde mich super interessieren. Ihr könnt auch gerne mal so eine Liste machen, ja, nein, nein, wo ihr nicht mit mir übereinstimmt. Würde mich wirklich super interessieren. Jetzt aber kurz zu mir und wie ihr seht ja hier oben, wir müssten glaube ich 16 Punkte stehen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nö. Und mein Zettel sieht das nicht so gut aus, vielleicht der Schnitt wird es richten. Nö. Für mich ist es aber so, nach meinem Punktzettel, dass wir hier oben eine gleiche Punktzahl stehen haben. Nö. Und ganz ehrlich, selbst wenn es ein Punkt mehr oder weniger ist, ist es auch egal, weil die beiden sind super nah beieinander. Jetzt aber die Frage, was ist denn jetzt die bessere Säge? Für euch müsst ihr eine Frage stellen, Akku oder Kabel. Ihr habt hier einen großen Vorteil bei Akku, ihr habt einfach mal kein Kabel, habt etwas mehr Freiheit, ihr könnt normal in der Werkstatt arbeiten, da wo ein Kabel in der Nähe wäre, aber ihr könnt auch rausgehen, wo kein Kabel in der Nähe ist, also ergo, ihr könnt frei, modular überall arbeiten. Das finde ich super. Kabel hat einen großen Vorteil, nämlich ihr habt hier noch mehr Kraft. Ihr habt einfach eine Maschine, die ist noch mehr, die will noch mehr. Ja, die will nach vorne, die will los und die ist eine noch kraftvollere Maschine. Metabo viel Kraft, hier unbändige Kraft, so würde ich das sagen. Das ist der Hauptunterschied Nummer 1. Hauptunterschied Nummer 2 ist eigentlich dann auch nur noch die Schnitttiefe. Denn hier ist es so, dass die Metabo etwas tiefer schneidet, die Festool auch schon sehr tief, aber ein kleines bisschen weniger. Viel mehr Unterschiede, dann sind es so Nuancen, eine Bedienung hier und da und jenes. Und dann ist es eine Frage der Vorliebe. Ja, mehr ist es dann auch nicht. Und deswegen schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was ist denn eure Vorliebe? Warum sagt ihr, ich nehme eher die oder eher die? Würde mich super interessieren. Schreibt es einfach rein. Wir haben uns gefreut, das Video für euch zu drehen. Vielleicht kommt demnächst eine neue Tauchsäge. Mal gucken. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.